Hallo, in diesem Video möchte ich einmal zeigen, wie ich hier diese Bühne konstruiere. Ich möchte dies hier mit dem Modul Verwaltung und BIM zeigen, das heißt in Kombination mit dem Programm Helios. Helios ist das PDM-System der Firma ISD. Grundsätzlich beginne so, dass ich ein neues Projekt anlege, gebe hier meine Projektnummer ein. Die Projektnummer lautet jetzt einfach mal Bühne. In welchen Ordner soll das abgespeichert werden? Das heißt unter Beispielprojekte. Hier kann ich noch Vordefinitionen angeben, die mir dann auf meinem Schriftkopf erscheinen. Zum Beispiel soll ein Auftrag sein. Welche Oberflächen möchte ich haben? Nicht bezeichnete Schweißnähte sollen mit 4 ausgegeben werden, soll in Execution Klasse 2 sein. Mit welchen Kunden möchte ich arbeiten? Im Grunde genommen habe ich jetzt einfach nur ein Projekt erzeugt. Danach erzeuge ich eine neue Datei und vergebe hier auch einen Namen für den Artikel. Und beginne hier mit einem 3D-Modell. Ich kann hier eine allgemeine Zeichnungsnummer vergeben, mit der ich beginne. In diesem Fall beginne ich mit der Bühne mit einem Raster. Das heißt, ich habe einen 3D-Raster, welchen ich sofort mit OK bestätigen kann und mit zweimal rechter Maustaste in die Konstruktion legen kann. Hier habe ich die Möglichkeit, über das sogenannte Feature, die per Doppelklick die Werte jederzeit zu ändern. Das heißt, ich möchte in die X-Richtung über einen Abstand von 2,50 Meter und in Y-Richtung mit 1000 oder mit 1500 mit OK bestätige ich und habe sofort meinen geänderten Raster. Weiters will ich hier aber noch in der Höhe gewisse Abstände. Ich sage, okay, der Bodenaufbau, dann der erste Riegel, der zweite Riegel 1,50 Meter und eventuell noch ein Aufbau von 40 für einen Gitterrost. Man sieht sofort den geänderten Raster. So, weiters beginne ich jetzt mit der Konstruktion. Als erstes beginne ich, dass ich eine Ebene lege. Diese lege ich hier als Beispiel vorne drauf. Nehme über den Stahlbau meine Profile, in diesem Fall zum Beispiel einen HRA 180, gebe Anfangs- und Endpunkt an, kann hier sofort auch noch die Neigung definieren. Im gleichen Schritt kann ich hier das Profil auch noch ändern, weil ich hier zum Beispiel einen EPE 220 haben will. Dieser soll von hier nach hier gehen. Jetzt möchte ich aber gleich, dass dieses Profil oben Achse eingebaut wird. Und hier kommt es noch darauf an, von welcher Seite habe ich begonnen. In diesem Fall sage ich hier um 90 Grad drehen und habe den ersten Rahmen hier definiert. Mittels rechter Maustaste habe ich hier die Möglichkeit, die Struktur zu definieren. In diesem Fall sage ich hier, soll es ein Rahmen sein und soll für mich eine Strukturbaugruppe sein. Das heißt, ich will diesen Rahmen einfach, um es mir leichter zu machen. Grundsätzlich habe ich jetzt schon die Möglichkeit, über die Kundenzeichnungen gewisse Ansichten zu definieren. Das heißt, ich möchte hier eine Kundenzeichnung definieren, wo ich hier einfach mal sage, ich möchte hier über einen Achsraster meine Ansicht von vorne definieren. Ich habe hier noch die Möglichkeit, einen Rahmen zu definieren. Welche Ansicht möchte ich haben, das kann ich jederzeit ändern. Ich möchte hier auch noch die Bemaßung ergänzen, welche Schweißnähte, was will ich alles haben. Sage in diesem Fall, das ist noch ein Ansichtsplan und mit OK wird mir diese Konstruktion
gleich erzeugt. Man sieht auch hier, dass sofort BÜ, also die Projektnummer, plus einen vordefinierten Wert, plus eine fortlaufende Nummer, sofort in die Zeichnungsnummer übergeben wird. Mit OK wird dieser Plan sofort erzeugt und im Helios abgespeichert. Wenn ich hier mein Projekt im Helios ansehe, sehe ich sofort, das ist mein Modell, mit dem ich gearbeitet habe. Dies ist meine Zeichnung, mit der ich begonnen habe. Weiters habe ich hier sofort auch mein fertiges PDF von dieser Zeichnung. Und dieses wird jederzeit mitverwaltet. Jetzt kann ich grundsätzlich beginnen mit meinen Modellieraktionen. Das heißt, ich möchte hier dies noch kopieren, möchte in diesem Fall dann mit Anschlüssen arbeiten, möchte Gitterroste drauf haben, möchte Träger drinnen haben und hier die Möglichkeiten ein bisschen zeigen. Grundsätzlich gibt es hier natürlich viele Möglichkeiten. Als erstes möchte ich beginnen, dass ich hier einfach mal meine Ebene oben drauf lege. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste den gleichen Profilquerschnitt zu übernehmen. Das heißt, wenn ich hier von hier nach hier das Profil einbaue, wird dies sofort, also das gleiche Profil mit den gleichen Optionen eingebaut, kann hier jedoch jederzeit auch andere Profilquerschnitte definieren und diese einbauen. So, grundsätzlich habe ich hier meinen Querschnitt eingebaut, möchte diese natürlich sofort wieder strukturieren, weil dies eines der wichtigsten Punkte ist. Um auch später damit besser arbeiten zu können. So, die gelben Rufzeichen sagen einfach, dass seit der letzten Speicherung diese Teile sich geändert haben. Man hat grundsätzlich immer die Möglichkeiten, mit verschiedenen Ansichten zu arbeiten. Das heißt, ich sage hier 4 Ansichten. Und egal, in welcher Ansicht man arbeitet, es ist in jeder alles aktuell. Man muss nur grundsätzlich wissen, wenn jede Ansicht immer aktuell gehalten werden soll, ist das bei großen Konstruktionen natürlich eine Performance-Einbuße. Ich werde das einfach an einem Beispiel zeigen. Man sieht hier sofort, dass der Anschluss gemacht worden ist. Jedoch hat man hier dann die Möglichkeit zu sagen, ich will nur die aktive Ansicht darstellen. Grundsätzlich sieht man hier in sogenannten ICN die Ansichten, wobei ich hier jederzeit umstellen kann und mir auch aussuchen kann, in welcher Ansicht ich lieber arbeite. Rechts in den Bauwesenfunktionen kann ich auf schnelle Art und Weise Anschlüsse erzeugen, in diesem Fall mit unterschiedlichen Werten, mit unterschiedlichen Blecharten, Verschraubungen. Das heißt, ich habe hier immer die Möglichkeit, auch die Verschraubung zu definieren, welchen Raster möchte ich haben. Das ist natürlich auch immer wichtig, wie der Raster auszusehen hat. Will ich mit Galvanisierung arbeiten, das heißt Verzinkungsbearbeitungen in Schloch und Profil und Stirnplatte. Welche Schweißnähte möchte ich haben? Das heißt, ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, mit Schweißnähten zu definieren oder Futterbleche oder einen Sockel zu erzeugen. Im Prinzip, wenn ich eine Bearbeitung habe oder einen Anschluss definiert habe, habe ich hier natürlich immer die Möglichkeit, diesen zu kopieren. So, in diesem Fall möchte ich jetzt mal sehen, wie sich die Zeichnung geändert hat. Dazu muss ich hier auf diesen Knopf, also Fertigungs-, Montage- und Kundenzeichnung, aktualisieren, klicken. Dies fordert natürlich, dass die Konstruktion positioniert und gespeichert worden ist.
Hier sehe ich sofort, okay, dieser Ansichtsplan ist nicht mehr aktuell. Mit OK wird dieser aktualisiert. Hier habe ich noch eingestellt, dass mir die Ansicht, dass ich immer abgefragt werde, ob die Ansicht neu angeordnet werden soll oder nicht. In diesem Fall sage ich ja. Es kommt nur darauf an, wenn ich mit manuell erweiterten Ansichten arbeite, dass ich hier noch welche ergänzen will. Man sieht auch hier sofort, dass HiCAD sagt, diese Teile haben noch keine Zeichnung, wobei ich diese in diesem Fall gleich mal erzeugen lassen kann, um auch zu sehen, was HiCAD damit macht. Das heißt, hier legt mir HiCAD für jedes Teil eine Zeichnung an. Dies ist, sage ich jetzt mal, Geschmackssache, speziell bei Werkstättenzeichnungen streut sich hier die Meinung. Für die Nachverfolgung aus meiner Sicht ist natürlich am einfachsten, wenn jedes Teil eine Zeichnung hat. Aber ich kann auch sagen, ich möchte einen Plan mit Profilen, einen mit Baugruppen. Wenn ich aber mit ENC 90 arbeite, tue ich mir natürlich da leichter, weil ich sofort die Verbindungen zu den anderen Konstruktionen habe. Man sieht auch sofort, HiCAD legt alle Profile im Helios ab. Und hier kann ich auch ohne Zeichenprogramm die Teile ansehen. Das heißt, ich sehe hier unter Grafik meine Vorschau der Zeichnung, wie die Zeichnung aussieht, dass sie noch in Arbeit ist, die Plannummer, das heißt Plannummer ist bei mir so eingestellt, Projektnummer plus Positionsnummer. Bei komplizierteren Bauteilen hätte ich auch die 3D-Ansicht und dies ist natürlich immer ohne 3D-CAD-Programm. Natürlich auch habe ich sofort auch die PDF, man sieht es auch so an der Vorschau. Doppelklick könnte ich diese natürlich sofort öffnen, um zu sehen, dass es wirklich ein PDF ist. Dies kann ich ganz normal ansehen, ausdrucken, was ich auch immer damit machen möchte. So, im Prinzip geht es hier mit den Bearbeitungen weiter. Das heißt, ich suche im Prinzip einfach nur meine Bearbeitungsschritte aus. Welche Anschlüsse möchte ich haben? Diese kann ich hier natürlich andocken. Das heißt, ich kann hier auswählen, wie die Träger angeschlossen werden sollen, mit welchen Steifen, welchen Blechen. Mit Vorschau habe ich sofort eine Vorschau, wie der Anschluss aussehen würde, ob es mir so passt, ob die Bleche groß genug sind. Das heißt, ich möchte hier keinen Überstand haben, kann jederzeit die Werte auch ändern und sehe, wie die Bearbeitung aussehen würde, wie meine Steifen aussehen würden, das heißt Vorderseite, Rückseite, ausrichten, fluchtend, die Verschraubungen, welche Verschraubungen ich habe. Mit OK wird mir der Anschluss eingebaut. Ich bin jetzt noch im Anschluss drinnen, könnte den für andere auch anwenden oder, so wie auch vorhin, könnte ich natürlich diesen Anschluss, wenn er mir passt, auch auf andere kopieren. So, es ist jederzeit möglich, die Gleichteilsuche wieder erneut anzustoßen und mit Speichern wird auch der Abgleich mit Helios gemacht. Das heißt, Helios und HiCAD überprüfen sich gegenseitig, welche Zeichnungen aktuell sind, welche noch zu machen sind. Das heißt, diese Zeichnungen sind nicht aktuell. Hier kann es einfach nur sein, dass sich Stückzahlen geändert haben.
Heißt, dies wird natürlich abgeglichen oder in diesem Fall die Bohrungen, die dazugekommen sind. Man sieht auch hier die Achsverkürzung und das wird natürlich alles vollautomatisch erzeugt. Die Ansicht soll auch natürlich neu angeordnet werden. Und hier diese Teile haben noch keine Bezeichnung, weil die natürlich vorher noch nicht vorhanden waren. So, das heißt, im Grunde genommen, die Konstruktion ist noch lange nicht fertig. Mir geht es natürlich hier, wie in Videos immer wieder, um allgemeine Funktionen. Das heißt, ich möchte hier in diesem Fall auch noch der falsche Befehl, hier ein Geländer draufstellen. Man sieht auch hier schon, dass ich hier eine Vorschau habe, wo ich meine Werte definieren kann, dass ich sehe, wo würde mein Geländer stehen, und jederzeit wird auch sofort die Vorschau aktualisiert, dass ich sehe, wo ich mit meinen Werten unterwegs bin. Hier kann ich natürlich auch die Pfostenaufteilung ändern, wo ich sagen kann, okay, ich möchte am Anfang mit 100 und am Ende auch mit 100. Ich habe hier meine Werte. Ich kann hier meine Pfosten einstellen, welchen Pfosten ich haben will. Wieder den Katalog, das heißt, ich kann hier dann auch meine Formrohre oder Rohre, welchen Handlauf, welchen Füllungstyp. In diesem Fall sage ich einfach eine Knieleiste. Anzahl der Knieleisten machen wir 3 Stück. Fußleiste möchte ich hier eine haben, welche die Lücke unten, der Anschluss soll aufgesetzt werden. Verbindung, ich möchte hier einfach angeschnitten haben, und mit OK bestätige ich das. Und habe sofort auch mein Geländer am Träger. Natürlich sieht das jetzt nicht sehr schön aus, da die Fußplatten etwas groß geraten sind. Das heißt, ich kann natürlich diese auch jederzeit ändern, auch von den Abständen her. Das heißt, dass ich hier die Werte jederzeit ändern kann. Mit OK wird dies sofort angepasst. So, der nächste wichtige Punkt ist natürlich wie immer die Stückliste. Das heißt, für die Stückliste muss ich natürlich eine aktuelle Zeichnung haben oder eine aktuelle Positionsnummer, und ich habe hier die Möglichkeit, die Stückliste zu generieren. Diese wird mit OK einfach an den Report Manager gegeben. Ich sehe hier meine Stückliste. Diese kann ich natürlich sofort auch an Excel übergeben. Im Hintergrund liegt hier einfach eine Excel-Liste, die beliebig konfiguriert werden kann, wo ich auch die unterschiedlichsten Listen rausbekomme, von Sägelisten, Blechlisten, Kantblechen mit Bildern bis hin zu Glaslisten, Schraubenlisten, wie die Teile versandt werden müssen, die Versandliste kurz oder die Profilstabliste, das heißt die Optimierung der ganzen Träger sowie die Bestellung, was man bestellen muss oder sollte. Im Grunde genommen sieht man hier ein ganz einfaches kleines Beispiel, wie man mit HiCAD arbeiten kann. In diesem Fall mit dem Modul Verwaltung und BIM, welches in der Kombination mit Helios arbeitet.
Hier gibt es natürlich die nächsten Arbeitsschritte auch noch, die in diesem Fall zum Beispiel für die Freigabe hin oder hergenommen wird. Das heißt, was bedeutet Freigabe? Wenn ich hier im Prinzip alles mal auf aktuell setze, habe ich hier noch DXF-Zeichnungen, welche jedoch noch leer sind. PDF, diese wurden bei mir immer erzeugt, weil das so eingestellt ist. Jedoch, wenn ich hier gewisse Teile, gewisse Träger auf freigebe, das heißt, ich habe die Möglichkeit, Teile freizugeben. Mein HiCAD sagt mir einfach, diese Teile sind aktuell und ich habe hier die Möglichkeit, diese Teile dann freizugeben. Das heißt, hier wird der Arbeitsschritt in Arbeit runtergenommen, weil die Teile ja freigegeben sind. Man sieht es auch in Helios, dass hier zum Beispiel mit dem gelben Pfeil oder mit dem gelben Symbol dieses Teil freigegeben ist. Beim Aktualisieren bzw. bei der Freigabe wird je nach Lizenz die NC-Dateien geschrieben bzw. die DXF fürs Lasern. Die DXF der Zeichnungen werden hier erzeugt, das heißt, man sieht es auch an der Vorschau, das wird jetzt einfach nur geladen. Das heißt, es wird der jeweilige Viewer dazu geladen. Und ich habe hier auch die AutoCAD-Zeichnung im Hintergrund sofort erzeugt. Beziehungsweise Step für den Rohrleser. Das heißt, ich kann auch hier jederzeit die Daten in 3D für unabhängige Systeme ansehen. So, was ist bei der Freigabe passiert? Das heißt, man sieht es auch hier an den Symbolen, diese Teile sind dann freigegeben, das heißt, die haben ein rotes Symbol, sprich, ich kann in diesen Zustand auch nicht ändern, weil die in der Freigabe sind. Wenn ich diese jedoch ändern will, sprich, ich habe eine Änderung, diese kann ich hier betiteln, wird dieser Träger und alle dazugehörigen Teile bzw. Dokumente wieder in Arbeit gesetzt, mit einem Index versehen. Man sieht es auch hier, ich kann den Träger sofort wieder editieren. Hier nach der Positionierung und dem Speichern kann ich wieder fragen, ob die Daten aktuell sind. Das heißt, die Zeichnung ist nicht aktuell. HiCAD und Helios werden diese sofort aktualisieren mit Revisionswolke. Die weiteren Zeichnungen ignoriere ich jetzt. Ich möchte jetzt direkt in die Konstruktion gehen von diesem Teil und ich sehe sofort, welche verknüpften Dokumente hier vorhanden sind. Das heißt, ich möchte hier die aktuelle Zeichnung ansehen. Man sieht hier sofort, hier habe ich meine Revisionswolken, wo die Bohrung dazugekommen ist. Und wenn man sich hier den Schriftkopf ansieht, ist dies jetzt so die Projektnummer plus Positionsnummer. Und hier steht auch, dieser Träger, diese Trägerposition 102 kommt in Zusammenbauzeichnung 100, also 1, welches auf dem Plan BÜ-001 vorhanden ist. Das heißt, hier sieht man wieder die verknüpften Dokumente. Wenn ich hier den übergeordneten Teil anwähle, Zeichnung ist in diesem Fall jetzt nicht aktuell, weil ich die nicht aktualisieren habe lassen. Komme aber sofort auch in diese Konstruktion rein, wenn diese aktualisiert wird, was ich jetzt auch mache.
diese Zeichnung ist nicht aktuell, lasse mich auch aktualisieren, sieht man auch sofort, dass auch bei der Baugruppenzeichnung sofort die Revisionswolke ergänzt wird. Beziehungsweise auch die Stückliste wird hier in diesem Fall sofort ergänzt. So, das wäre ein schneller kleiner Durchlauf, wie man mit HiCAD und Helios arbeiten kann.